Action. Mein Name ist Edgar. Ich komme aus Lothringen, bin in Vorbach geboren und war ungefähr 30 Jahre als Elektrotechniker und da in Betrieb, wie man sagt. Also ich war tätig im Abbau, also Schrämenmaschine, Abbaupanzer, alles was die Elektrizität betrifft. Und in der Vorrichtungen, da haben wir die famose Maschine gehabt, die Vortriebsmaschine, da habe ich mich auch drum gekümmert. Also mein erster Tag unter da. Wir müssen von der Schule aus unter da, über da und wieder über da gehen. Und der erste da, das war ein ganz moderner Schal gewesen, ein Korb. Da sind wir da angefangen in Marinau, 14 Meter pro Sekunde. Und da fragst du dich, was mache ich nur da drin? Das war so schnell da runter, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Das erste, wo du willst machen, ist immer wieder schnell bei die Mama hin. Aber naja, wenn man mal unter da ist, dann gewöhnt man sich später dran und das haut dann hin. Bei Untertage, da hast du Explosionsgefahr, das Methangas, Schlagwetter. Und wenn du da so einen Funke hast, ungefähr 700 Grad und hast gerade die schlechte Mischung, da knallst. Und deswegen haben wir müssen, weil wir 1000 Volt bis 5000 Volt Spannung unter da gehabt, wenn du da einen Funke hast und passt nicht gerade auf, dann stehen sie alle, wie man sagt, in der Kurzbuchs. Und deswegen haben wir müssen als Elektriker unter da noch ein Jahr mehr machen als die anderen, wo dasselbe Diplom haben, aber über Tage. Jeder, wo unter da, jeder, wo angefallen ist, war in Gefahr. Das kannst du dir aber nicht unbedingt immer im Kopf vorstellen. Komme ich heute wieder raus, bin ich lebendig, bin ich verletzt. Wenn du das machst, brauchst du gar nicht mehr anzufahren. Und deswegen war mir so zusammen, jeder hat dem anderen geholfen, weil er dir hat auch später müssen vielleicht mal helfen. Hast du dir das Bein gebrochen, war immer da, jemand da gewesen, um das zu helfen. Immer. Deswegen. Die Gefahr macht viel. Also die erste Maschine, wo ich gekannt habe, da haben wir noch kaum 500 Volt drauf gehabt. Da haben wir noch nicht dran gedacht, dass man mal nur noch große Abbau abfahrt. Und ich habe eine Flöze gekannt zwischen 1 Meter und 1,20 Meter hoch. Mehr nicht. Der, wo man hinten da bei uns der Honda, da machst du ungefähr 2 Meter schon, also kann ich dir vorstellen, bei 1,20 Meter. Und von 1,20 Meter, sogar früher noch kaum 1 Meter, bis 80 Zentimeter sind wir nur 4,50 Meter, 5 Meter gegangen. Und da sieht man, dass die Maschine auch mitmachen. Da kann man nicht mehr die kleine Maschine holen, da muss man schon große Maschinen haben. Und natürlich kostet das ja viel Geld. Der Grub kostet das viel Geld, so Maschine zu besorgen. Und deswegen haben die Maschine da pro Tag minimal 20.000 Tonnen Kohle abgebaut. Eine Maschine. Da kann man sich vorstellen, von 1 Meter bis 4,50 Meter, das ist ein großer Unterschied. Ich habe die Grenze gar nicht gekannt. Wie gesagt, ich bin in Schönecker, Schönecker hat zu Vorbach gehört, früher, 1955. Und ich bin in Schönecker auf die Welt gekommen und direkt hinten dran war schon die deutsche Grenze. Da war Deutschland schon gewesen. Also Deutschland, Frankreich hat mich nie gezählt. Noch war Saison, meine Mutter, Burbach, also habe ich da drin, also ungefähr 50% von deinem Blut. Eiernblut. Also für mich kein Problem, überhaupt keins. Die Freundschaft unter da hat es kein Schwarze, kein Weiße, kein Gelbe, da hat nichts kennen. Wie wir rausgefahren sind, waren wir alle schwarz gewesen. Und wenn jemand einen gebraucht hat, da waren sie alle da, da haben sie da geholfen, das und das zu machen. Das findet man über da normalerweise nicht so, wie es unter da war. Das war der schönste Moment immer gewesen. Und natürlich schnell, wie wir rausgefahren sind, das ist die Bierbutter. Das brauchst du nicht unbedingt zu sagen. Also ich bin da nach Velsen gekommen. Erstens war schon eine Freundin von mir, da war vor mir noch da gewesen. Das war schon 2011 gewesen, ganz am Anfang. Und wie ich nachher dann in Rente war, da dachte ich muss doch noch etwas machen. Und die Erinnerung vom Bergbau darf sich nicht verlieren. Das darf man nicht. Die ganze Gegend, entweder Saarland oder Lothringen, besser gesagt die Moselle, wir haben mit der Kohle gelebt. Und deswegen habe ich dann, mein Freund hat mir, der Roma hat er gehört, stand sein Name, dem ist auch Roma. Und da hat er mir gesagt, komm nach Velsen, da hinten brauchen wir noch Franzosen, die da mitmachen in dem Verein. Und ich sage, alles klar. Und Platz der im Hug ist bleiben, wo nichts zu machen, bin ich halt daher gekommen und bin seit 2011 bin ich da drin. Die Reaktion von den Besuchern, die herkommen, die wissen überhaupt nicht, wie es unter da aussieht, erstens. So natürlich, bei uns ist es schön frisch dahin, aber wir haben verschiedene Abbaue gehabt, da haben wir über 40 Grad Hitze drin gehabt.
Das verstehen die Leute nicht, weil man das da nicht, aber die staunen, dass alles so, die Strecke, wie die aufgefahren wäre, wie die Schrägmaschine laufen. Überhaupt da läuft alles noch, Förderbänder, Schrägmaschine, Panzer, Brecher, alles läuft. Und da haben die so ungefähr, da kommen die so ein bisschen dran, so wie es unter da war. Aber knapp. Natürlich ist unter da ganz anders noch, aber so haben sie schon, die fühlen sich so ungefähr wie unter da schon da. Und das ist interessant, wenn man die dann sieht. Die meisten Leute kommen nicht, manchmal kommen Leute sogar daher einmal, zweimal, dreimal, das haben wir schon gehabt. Da bringen sie dann die Kinder mit, da bringen sie den Neffen mit, da bringen sie den Nachbar mit. Ich werde direkt in der Bergmann wäre, wie gesagt, weil unter da haben wir die Freundschaft gehabt, da haben wir den Respekt gelernt und da haben wir das Leben, da können genießen, wie man rausgefahren ist.